If you don't understand German, turn on English subtitles and let's begin. Ich möchte auf diesem Kanal ein bisschen mehr auf Deutsch sprechen. Also im heutigen Video erkläre ich, ob Deutsch schwierig ist und warum oder warum nicht. Wenn du dich nicht sicher bist, ob du Deutsch lernen möchtest, ist dieses Video genau das Richtige für dich. Und wenn du Deutsch lernst, kann dieses Video auch nützlich sein, weil ich über schwierige Aspekte dieser Sprache spreche. Wenn du es nicht verstehst, kannst du englische Untertitel einschalten. In diesem Kanal geht es um Sprachenlernen und persönliche Entwicklung. Wenn du dich für solche Themen interessierst, abonniere meinen Kanal, um mehr Videos wie dieses zu sehen. Also, los geht's! Ist Deutsch wirklich schwierig zu lernen? Es hängt von verschiedenen Aspekten ab, die ich in diesem Video erkläre. Ist Deutsch wirklich schwierig zu lernen? Nummer 1. Dein Sprachhintergrund. Wenn deine Muttersprache Englisch ist Deutsch möglicherweise einfacher zu lernen als andere Sprachen wie Mandarin oder Arabisch zum Beispiel. Sie haben sehr unterschiedliche sprachliche Wurzeln. Englisch und Deutsch sind beide germanische Sprachen, was bedeutet, dass sie sprachliche Ähnlichkeiten haben. Aber als ich angefangen Deutsch zu lernen, konnte ich Englisch sprechen und das hat mir sehr geholfen. Je mehr Sprachen du beherrschst, desto einfacher ist es, mehr zu lernen. Ich hatte mehr Erfahrung in Sprachlernen und ich wusste, wie man lernt. Ich vertraute auf den Lernprozess und tat alles, worüber ich jetzt auf diesem Kanal spreche. Ich hörte Deutsch, obwohl ich nicht alles verstanden konnte. Ich versuchte, meinen eigenen Satz zu bilden und ohne Angst vor Fehlern haben. Es hat mir sehr geholfen. Deutsch kann für dich sehr einfach zu lernen sein, aber auch sehr schwierig. Es hängt von deinem Sprachhintergrund ab. Ist Deutsch wirklich schwierig zu lernen? Nummer 2. Lange Wörter. Viele Menschen haben Angst vor schwierigen und langen deutschen Wörtern und auch schwierige Aussprache. Aber für mich es war nicht so schwierig, sie zu lernen, weil die langen deutschen Wörter sind oft eine Kombination aus anderen Wörtern. Also wenn man die Teile des langen deutschen Wortes kennt, ist es einfacher, sie zu lernen. Jetzt gebe ich ein Beispiel von einer langen deutschen Wörter, von denen normalerweise Leute viel Angst haben. Also, es hat 67 Buchstaben und die englische Übersetzung lautet Regulation on the Declaration of Authority Concerning Land Conveyance Permissions. Also, lass mir das lesen. Übertragungsverordnung. Fail oder Pass? Schreib mir einen Kommentar. Aber meine Frage ist, wirst du dieses Wort im alltäglichen Gesprächen verwenden? Natürlich nicht. Ich denke, dass die langen deutschen Wörter kein großes Problem sein. Du wirst sie nicht so oft sagen, also du sollst keine Angst vor ihnen haben. Es kann einfacher sein, neue deutsche Wörter zu lernen, wenn wir wissen, dass sie aus mehreren kurzen Wörtern bestehen. Ein Beispiel ist ein Handschuh, also eine Kombination aus Hand und Schuh. Ein weiteres Beispiel ist Krankenhaus, also eine Kombination aus Kranken und Haus. Es ist so logisch. Ich glaube, dass wenn du es weißt, kannst du schneller lernen. Ist Deutsch wirklich schwierig zu lernen? Nummer 3. Grammatik. Ist deutsche Grammatik wirklich schwierig? Also, die deutsche Grammatik kann schwierig erscheinen. Es kann eine Herausforderung am Anfang sein, aber mit Übungen ist es einfacher, es zu lernen. Für mich waren die Kasus schwierig zu verstehen, obwohl es mehr gibt in meiner Muttersprache, Polnisch. In Deutschen gibt es nur 4 Kasus und in Polnisch es gibt 7.
Für mich war es schwierig zu lernen, sie im Satz zu nutzen. Zum Beispiel, ich bin im Laden oder ich gehe in den Laden. Ich bin am Meer oder ich gehe ans Meer. Aber ich denke, dass das ist auf jeden Fall nützlich. Präfixe können auch schwierig sein. Also die Worte wie einsteigen, aufsteigen, umsteigen oder aufmachen oder zumachen. Also am Anfang es ist schwierig, diese Wörter zu merken, weil sie einander sehr ähnlich sind. Also wenn wir verstehen, was bestimmtes Präfix bedeutet, es ist einfacher für uns, die ganze Bedeutung für diesen Wörtern verstehen. Aber es funktioniert so nicht immer und man muss dann auswendig lernen. Ein weiteres Aspekt ist die Position des Verbs im Satz. Also es gibt Wörter wie weil oder das, bei denen das Verb am Ende stehen muss. Zum Beispiel, Deutsch ist einfach, weil es Englischem ähnlich ist. Ein weiteres Beispiel ist das Wort trotzdem. Und nach diesem Wort steht das Verb an erster Stelle. Zum Beispiel, Deutsch ist schwierig, trotzdem lerne ich es. Und es gibt viele weitere Wörter wie dieses. Eine andere komische Sache sind Zeilen in deutscher Sprache. Also zuerst sagt man die Zahl am Ende, zum Beispiel 25. In polnischer oder englischen Sprache sagt man zuerst 2 und dann 5. 25 oder 25. Der Vorteil der deutschen Grammatik ist, dass es nicht so viele Zeitformen gibt. Und ich denke, dass man am Anfang nur 2 braucht. Es ist Präsens, die du auch für Zukunft nutzen kannst und perfekt für die Vergangenheit. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die deutsche Grammatik kompliziert sein kann. Aber wenn du entschlossen bist und wenn du lernen möchtest, kannst du es schaffen. Ich denke, dass Grammatik in Sprache wichtig ist. Aber Wörter sind noch wichtiger, weil ohne sie man keine Sätze bilden kann. Wenn du Probleme mit einer Grammatikregel hast, lass es in Ruhe und konzentriere dich auf Wortschatz und Sprachverständnis. Du kannst später auf die Grammatik zurückkommen. Ist Deutsch wirklich schwierig zu lernen? Nummer 4. Aussprache. Am Anfang kann deutsche Aussprache eine Herausforderung sein, weil manche Buchstaben in Deutschen anders ausgesprochen werden und es gibt auch Umlaute. Ich denke, dass man die Aussprache verbessern kann, wenn man die Aussprache legen lernt. Es ist auch wichtig, die deutsche Akzent nachahmt. Die Regeln selbst reichen nicht aus, um gute Aussprache zu haben. Du sollst auch die Sprechen üben. Du sollst viel zuhören, um zu verstehen, wie deutsche Sprache klingt. Das ist sehr wichtig und ich habe es getan, um besser sprechen zu können. Was ist für mich sehr schwierig ist, dass die deutsche Sprache regionale Unterschiede hat. Zum Beispiel, Deutsch klingt völlig anders in München als im Norden Deutschland. Als ich zum ersten Mal ins Ausland nach Deutschland ging, wusste ich nichts davon. Und das war ein bisschen problematisch. Ich versuche noch immer auf meinem Akzent zu arbeiten. Was die wichtigste für mich ist in der Sprache, ist die Kommunikation. Deshalb lege ich die großen Wert in richtige Aussprache, also ich kann verstanden werden kann. Aber ich spreche nicht wie ein Muttersprachler, weil das vielleicht nicht realistisch ist. Aber ich möchte meinen Akzent immer mehr verbessern, weil das definitiv möglich ist. Ist Deutsch wirklich schwierig zu lernen? Nummer 5. Lernmaterialien. Lernmaterialien zum Deutsch sind sehr leicht zu finden und das ist ein Vorteil. Es gibt eine große Auswahl von deutschen Lernbüchern und ich glaube, dass Deutsch eine beliebte Sprache ist. Und viele Menschen lernen es. Du kannst auch viele Materialien im Internet finden. Von ganz einfach auf A1-Niveau bis Texten oder Filmen für die deutschen Muttersprachler. YouTube kann beim Erlernen von Sprachen
auf Deutsch sehr hilfreich sein. Such nach die deutschsprachigen Kanäle, die du interessierst. Es gibt viele interessante Kanäle, die sich auf dem Erlernen von deutscher Sprache konzentrieren. Es gibt auch viele interessante Kanäle, die sich an deutschen Muttersprachler richten. Wenn du deine Deutschkenntnisse verbessern möchtest, kann ich dir meine Lieblings-YouTube-Kanäle empfehlen. Meine Lieblings-YouTube-Kanäle sind also Dinge erklärt, kurz gesagt, ein bisschen besser, Psychologie im Alltag, wenn du dich für Psychologie interessierst, Mr. Wissen to Go und Mr. Wissen to Go Geschichte, wenn du dich für die Geschichte interessierst. Ich sage das, weil ich weiß, dass Deutsch du dir nicht mehr schwierig entscheiden wird, wenn du anfängst, Deutsch zu üben und zu hören. Also es ist einfach, gute Materialien zu finden und das ist ein Plus. Ist Deutsch wirklich schwierig zu lernen? Nummer 6. Endgültige Antwort. Also, soll ich Deutsch lernen? Ja oder nein? Wie lautet die endgültige Antwort? Also, ich glaube, dass Deutsch nicht die schwierigste Sprache der Welt ist, die man lernen kann. Aber auch vielleicht nicht die einfachste. Also, wenn du zögerst oder angefangen hast und an sich selbst zweifelst, glaubst du daran, dass du es schaffen kannst? Man braucht Zeit und die richtige Einstellung, um neue fremde Sprache zu lernen. Ich denke, es ist wichtig, motiviert zu sein. Aber vielleicht noch wichtiger ist es, dein Ziel richtig zu definieren. Ich wünsche dir viel Glück. Wenn du meine anderen Videos sehen möchtest, klickst du auf dem Video auf dem Bildschirm. Dort erkläre ich auf Englisch, was ich wissen möchte, bevor ich Deutsch lerne. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dort. Tschüss!